Unser erster Auftritt in der Champions League. Wir sind bislang richtig gut in die Saison reingekommen. 3 Siege aus 3 Spielen in der Liga. Jetzt geht es rein in die Ligaphase. Erster Gegner ist heute Bologna. Auf dem Papier sind wir eventuell Favorit. Wir haben unter anderem dann später noch Barcelona, wir haben Benfica, wir haben Braga, wir haben Real Sociedad. Also da werden noch ein paar Haudegen mit dazukommen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir solche Spiele hier für uns entscheiden. Also, rein geht's. International gibt es auch diese Saison. Diesmal eine Liga höher. Letztes Jahr die Euroleague mit Münster. Jetzt die Champions League mit Frankfurt. Und ja, es wäre schön, wenn wir unsere Serie fortführen könnten, auch hier in der Champions League. Aber da sind die Gegner natürlich ein bisschen schwerer, ein bisschen anders gestrickt. Ja, und auch Bologna. Ja, auch wenn ich das nicht so gerne sage, aber das ist so. Auch Bologna wird, denke ich, schwer zu bespielen sein. Die sind nicht umsonst in der Champions League. Also die müssen ja auch in Italien mindestens Dritter oder Vierter geworden sein. Oder haben die Europa League gewonnen, aber ich glaube, das haben sie nicht. So, also von daher schauen wir und spielen so wie in der Bundesliga. Einfach frech drauf los. Brown, ja, halbwegs gute Flanke. Und gucken am Ende, was bei rumkommt. Ja, Ekitike ist gut drauf. Can Uzun ist gut drauf. Verteidigung war gegen Gladbach ein bisschen vogelwild. Beziehungsweise gegen Wolfsburg, das war unser letzter Gegner. Da war es eigentlich ganz okay. Gegen Gladbach war es vogelwild. Davor gegen Hoffenheim war es auch relativ stabil. Genau, also wir sind noch so in der Findungsphase, würde ich fast sagen. Fofana unter anderem. Oh, macht da gut. Eben 1 gegen 1. Und dann Ekitike mit dem ersten Schuss. Aber Chance lebt noch. Weiter geht's. Fofana, der ist auch momentan richtig gut drauf. Das ist zum Beispiel ein Spieler, der schafft, Achtung, ab und an mal diese Durchbrüche. Also das, was die Gegner immer bei uns schaffen, schafft Fofana auf unserer Seite. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommt Bologna. Über Fabian. Achtung, der erste Schuss. Und ich glaube, da gibt es sogar Eckball. Da war Santos dran. Schau an. Sah gar nicht so gefährlich aus. Egal, jetzt gibt es die Ecke durch Reinders. Das ist so derjenige, den ich kenne von Bologna. Klar, holländische Nationalmannschaft, aufstrebendes Talent. Der ist wirklich richtig, richtig gut. Aber wir haben auch gute Spieler. Fofana unter anderem. Muss das Spiel jetzt breit machen. Andere Seite, genau. Rega. Und der muss schon längst weg hier. Adingra. Könnte abseits sein. Ist es nicht. Und der hat jetzt die Chance, alleine aufs Tor zuzulaufen. Und uns in Führung zu schießen. Das erste Tor in der Champions League. Adingra. Nach einem Konter. Eckball des Gegners. Ja, überfallartig nach vorne. Ekitike zieht in der Mitte 1, 2 Gegenspieler. Und dann ist Adingra. Und das freut mich auch für ihn. Ja, ist auch ein Neuzugang. Ist auch noch jung. Ist auch entwicklungsfähig. Natürlich. Und die Eintracht-Fans hört man natürlich auch hier. Die gehört einfach in diesen Wettbewerb. Also von den Fans her alleine ist die Champions League eigentlich die Liga. Oder der Wettbewerb, wo die Eintracht hingehört. Sportlich ist das nicht immer ganz so. Aber auf jeden Fall von den Fans her, vom Fanaufkommen haben die auf jeden Fall da was zu suchen in der Champions League. Jetzt führen wir erstmal, das ist sehr wichtig, wenn wir hier gerade im ersten Spiel gewinnen. Ist schon mal ein guter Start, weil die nächsten Gegner werden halt nicht viel leichter. Und deswegen ist es schön, gerade dann in so einem Spiel mit einem Sieg rein zu starten. Fofana auf seinen Bruder gefühlt. Der andere Fofana, und da haben wir Uzun, der ist auch richtig gut drauf. Jawoll! Was für ein geiler Schlenzer. 0:2. Und der macht halt auch einfach da weiter, wo er aufgehört hat, die letzten Spiele. Hat in Wolfsburg getroffen. Gegen Gladbach und Hoffenheim schon richtig gut gespielt. Und jetzt hier aus 20 Metern. Ja, das Bild, das spricht für sich, die Szene. Manchmal muss man gar nicht mehr dazu sagen. Can Uzun, großes Talent. Absolut geiler Spieler. Der wird uns auch noch sehr, sehr viel Freude machen, hoffentlich in der Saison. 2:0. Sehr komfortabel. Erstmal nach einer halben Stunde. Und wir haben auch noch nicht so viel zu tun gehabt. Also den Ball gerade, den einen Ball von Santos, den er auch hätte durchlassen können. Da ist ja dann nichts Gefährliches draus entstanden. Aber Bologna, die pressen zwar, aber irgendwie ziemlich blind. Also wir haben sehr, sehr viel Platz in der Mitte. Uzun, ja, der ist zu lang. Können wir gar nicht hinrennen. Aber wir haben dann den Platz. Ich weiß gar nicht, wie die spielen. Welche Formation? Mal kurz gucken. 4-3-3, genau. Die hatten ja dieses kompakte Mittelfeld mit den breiten Flügelspielern. Da hatte ich ja noch so die Sorge, dass ich nicht so weiß, wie die spielen.
Aber momentan bekommen wir das gut verteidigt und auch nach vorne hin sieht das relativ stabil aus und souverän. Fofana, Grätsche, sehr schön. Jetzt haben wir wieder Platz. Das 3 Mittelfeld, die Verteidigung ein bisschen aufgerückt. Lässt viele Lücken. Adingra, oh, GTK kommt nicht ran und hinten ist dann keiner. Aber das wirkt dann doch nicht so stabil, dieses Dreier-Mittelfeld, dieses flache Dreier-Mittelfeld. Und auch vorne die Flügel kriegen sie Gott sei Dank bislang noch nicht so rein. Das heißt, dass wir hier entspannt unseren Schuh erstmal runterspielen. Auch laufen lassen, genau. Da muss ich irgendwie hinkommen, dass ich so diesen Spielstil mir anarbeite. Aber irgendwann wird das wahrscheinlich auch wieder über den Haufen geworfen. Aber schaut euch das an. Wie easy, wie locker und wie gut das aussieht. 0:3. Youssouf Fofana. Der macht das Ganze in der ersten Halbzeit wahrscheinlich schon klar. Und ja, entscheidet vielleicht sogar dieses Spiel. Aber habt ihr gerade gesehen, wie groß diese Lücken waren? Ja, der Ball geht natürlich durch den Fuß durch. Deswegen geht er auch rein. Auch wieder ein Indiz dafür. Aber hier, von der Mitte aus, zack, 1, 2 Stationen mit 10 Meter Radius jeweils. Das ist natürlich maximal schlecht verteidigt von Bologna. Gut für uns, müssen wir genießen, weil es gibt auch Spiele, wo wir halt nicht so viel Freiraum haben und so weiter und so fort. Auch in der Liga und natürlich auch in der Champions League. Aber wer weiß, wenn die hier zum 1:3 kommen, ich habe keine Ahnung, wie sich das Spiel dann entwickelt. Deswegen weitermachen. Auch ruhig aufs 4. Tor spielen. Achtung, jetzt kommt Bologna und Lienhardt, der heute mal spielt. Ist dazwischen. Dann ist es halt diese große Lücke. Gerade im Mittelfeld. Und dann haben wir halt Platz über den Flügel. Adingra, Ekitike in der Mitte. Der fehlt noch als Torschütze. Usun hat getroffen. Adingra hat getroffen. Jetzt fehlt nur noch Ekitike. Und da gibt es schon Wechsel. Nach 42 Minuten Buonanotte. Ich glaube nicht, dass das was mit einer Verletzung zu tun hat. Daran seht ihr, wie gut dieses Spiel läuft für Bologna. Nämlich gar nicht. Besseres Zeichen für uns. Achtung, Ecke. Dimitriou wird da gefoult. Oder, das heißt gefoult, umgestoßen. Das darf sie nie im Leben pfeifen. So, jetzt Bologna mit der Chance. Aber wir sind da. Hellwach, Brown ist da. Macht er auch richtig gut. Ich habe ja auch eher spekuliert oder gedacht, dass wir vielleicht noch da ein bisschen was tun müssen. Auf den Außenverteidigerpositionen. Aber bislang läuft das. Sowohl Brown auf der einen Seite, als auch Reger hier auf der anderen Seite, weil ich halt Reger vorher noch nie gehört hatte. Und der nächste Ball wieder von Uso. Und schade, der wird ein bisschen zu lang sein, aber schade, ich dachte, der kommt da ran. Genau diese Bälle sind es halt. Die müssen wir spielen, auch wenn nicht immer jeder Ball ankommt. Und es ist bislang eine sehr dominante erste Halbzeit. Die beste erste Halbzeit bislang in der Saison. Klar, so viel Spiel hatten wir auch nicht, aber ihr seht anhand der Statistik 5 Schüsse. Wahrscheinlich XG-Wert von, ja gut, 1,6. Ich weiß gar nicht, wie diese Werte berechnet werden, ne? Also gut, der Weitschuss von Can Usun, da ist der XG-Wert wahrscheinlich nicht so hoch. Naja, egal. Wichtig ist das Ergebnis. XG-Wert ist immer nur so eine, ja, so eine Tendenz, wie das Spiel läuft, ob wir gut sind oder nicht. Und genauso machen wir weiter. Wir müssen das jetzt hier souverän zu Ende spielen, dann sind es die ersten 3 Punkte in der Ligaphase. Weil, wie gesagt, die nächsten Gegner mit Real Sociedad unter anderem und auch Braga und auch, ja, natürlich Ajax Amsterdam, Barcelona und der AC Mailand, glaube ich, zum Schluss. Und das sind auch beides Heimspiele, Barcelona und der AC Mailand. Von daher wichtig, hier schon frühzeitig ein paar Punkte zu holen. Und wir sind wieder vorne. Ekitike, oh, da ist viel Platz in der Mitte. Und wieder Usun. Das hat jetzt so leichte Trainingsspielcharakter. Also es wird uns sehr, sehr leicht gemacht. Natürlich ist das nicht immer in der Saison so, ja, aber es zeigt auch, was für eine Qualität diese Mannschaft hat. Und guck mal, gerade Usun, der läuft sich auch frei, der läuft nicht zu weit nach vorne. So wie manch anderer Spieler, der dann einfach blind durchläuft. Der wartet auf die richtige Positionierung und dann schiebt er einfach ein. Wenn es nur immer so einfach gehen würde, ne? Also gut, dann würde ich auch jedes Spiel 4-0 gewinnen. Das wäre auch langweilig irgendwann. Dann gibt es direkt den nächsten Wechsel. Ist das... kommt mir bekannt vor. Eventuell. Auf jeden Fall ist es ein neuer Innenverteidiger. Ist das vielleicht Mina? Jeremina? Das können wir zum Beispiel gleich mal nutzen, um schon mal ein paar Kräfte, ja, zu schonen, will ich nicht sagen. Ich warte mal bis zur 60. Dann kann ich mal ein bisschen wechseln. Weil wir fühlen jetzt so komfortabel. Das darf eigentlich nicht schief gehen. Santos darf sich auch mal
darf auch mal einen Ball halten. So, vielleicht kriegt er den Ball sogar unten hin. Oh, schöner Ball, Adingra. Was für ein schöner Abschlag. Und dann ist es ein Foul. Sehr schön. Demetrio, das finde ich auch immer... Warum der Innenverteidiger mit auf die Außenbahn geht, verstehe ich nicht so. Dann spielen wir so aus. Fofana entspannt hinten rum über Brown. Und wieder Fofana. Die wissen gar nicht, wo vorne und hinten ist. Sie gehen mit 2, 3 Mann irgendwie blind ins Pressing rein. Das könnte kein Abseits sein. Ekitike! Jetzt hat er sein Tor. Der hat noch gefehlt in der Aufzählung. 0:5. Da ist die Hand voll. Die eine Hand zumindest. Und das geht zu leicht. Das ist einfach eine Machtdemonstration heute. Im ersten Spiel. Ich will jetzt hier die Trauben noch nicht so hochhängen. Aber bislang, guck mal, ganz einfach. Zack, er zeigt es an, auch über Mina hinten drüber. Ich glaube, das ist dieser Jeremina. Und dann Ekitike hoch in den Winkel rein. Und ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mal durchzuwechseln. Ich hätte nie gedacht, dass das so problemlos gerade funktioniert. Und wir haben natürlich auch noch Qualität. Es ist ja nicht so, dass die Mannschaft jetzt schlechter wird. Also, Listesh für Usun. Duo für Ekitike. Ja, Aronson ruhig für Fofana, ist okay. Ah, ne, wobei, warte mal, Hauge. Kann der das auch? Dann macht der das mal. Hauge, den möchte ich auch mal öfter spielen lassen. Dann, ja, wir können Skiri auch wieder reinbringen für Fofana. Hat er gut gemacht. Und Fernandes, den möchte ich auch mal ausprobieren. Oder habe ich schon 5? 1, 2, 3, 4. Das wäre jetzt der 5. Wechsel. So, also 5 Tore, 5 Wechsel. Ja, ziemlich stark. Also, das ist schon mal eine Ansage, ja, an die Liga. An die Champions League. Ich glaube, wir stehen mit ganz oben in der Tabelle, wenn nicht sogar ganz oben, außer es gibt jetzt irgendeine Mannschaft, die von der Differenz her noch besser spielt. Aber ich sehe zum Beispiel, Real führt nur 2:0, das ist natürlich nicht gut. Der BVB hat, glaube ich, vorhin zurückgelegen gegen Monaco, wenn ich das richtig gelesen habe. Und wir sind ja auch noch nicht fertig. Könnte Abseits sein, ja, schade. Aber wir wären halt schon wieder vorne gewesen. Und genauso von der Art her möchte ich halt auch spielen, dass vorne immer 2, 3 Leute sind, dass im Rückraum immer jemand spekuliert auf einen Abpraller. Es sagt sich immer so einfach, aber es ist halt nicht so einfach. Weil das Spiel halt manchmal das macht, was ja es will und nicht, was du willst. So, Hugo Duro jetzt mit der Chance. Nächstes Tor, Hugo Duro. Diesmal nicht. Oh, das war leichter, den vorbeizuschießen. Da hat er eigentlich freie Bahn. Ja, vielleicht das lange Eck hätte er nehmen müssen. Egal, war knapp. Und jetzt haben sie umgestellt, glaube ich. Dreierkette. Ist das jetzt eine Dreierkette? Auf jeden Fall vorne mit 2 Stürmern. Ich glaube, sie haben umgestellt. Jetzt mal endlich nach 5 Gegentoren. Achtung. Castro und Carreras. Gegen Fernandes. Ja, der muss da rein in die Zweikämpfe. Also zu 0 möchte ich schon gerne spielen. Aber Achtung. Kriegen wir verteidigt, kriegen wir nicht verteidigt. Erste richtige Chance, aber Santos ist da. Also ihr seht, wenn Gefahr besteht, dann wirklich nur temporär. Oh, Duro macht das stark, schön. Das war ein bisschen zu optimistisch, aber schon mal gut den Ball gehalten. Jetzt kommt aber Cambiagi, Lienhardt ist da, Santos kommt zu spät. Und dann kassieren wir doch ein Gegentor, 1:5. Ja, das nervt so ein bisschen, das Gegentor. Auch weil es oben einfach nicht schön aussieht. 0:5 fühlt sich besser an als 1:5. Ja, hier, da haben wir den Ball nicht wegbekommen. Lienhardt versucht es erst 1-, 2-mal und dann, weiß ich nicht, hätte Santos vielleicht von alleine rausstürzen müssen. Vielleicht muss ich das auch nochmal irgendwie einstellen in den Rollen. So mitspielender Keeper heißt das, glaube ich, ne? Dass er vielleicht auch mit rauskommt. Okay. Also am Spielausgang wird das jetzt nicht mehr großartig was verändern. Ist halt nur, ja, ein bisschen blöd fürs Torverhältnis. Aber wir haben die Chance noch auf 6:1 zu stellen. Das geht wirklich sehr einfach. Wieder Duro. Und vielleicht probiere ich wirklich irgendwann mal eine Doppelspitze mit Duro und Ekitike. Dahinter dann mit Usun und mit Listesh. So dieses 4-2-2-2. Das wollte ich ja auch mal mit reinbringen. Mal schauen, ob das überhaupt geht oder ob die dann irgendwie 6 Stärken schlechter sind. Achtung, wieder Bologna. Jetzt dürfen wir uns nicht hier zu sehr in die Defensive begeben. Und mir wahrscheinlich noch einen zweiten Gegentreffer. Also das würde das auch Ganze nicht widerspiegeln. Also Bologna war jetzt nicht so gut, dass die hier sich 2 Tore verdient hätten. Aber gut, danach fragt am Ende auch niemand mehr, ne?
Das ist halt der feine, aber kleine Unterschied. Und sie kommen nochmal hier zustellen mit 2 Mann. Fabian, nächster Schuss, aber Koopmeiners ist dazwischen. Wir haben vorne Platz. Adingra hat immer noch Kraft. Wir sind in der 82. Minute, da läuft vorne immer noch die Gegner wund. Adingra, jetzt auf Duru, jetzt aber. Nee, es ist Listisch, natürlich. Oh, zu leicht. Vergeben. Ja, Gott sei Dank steht schon 5:1, aber das müssen wir natürlich ausnutzen. Jetzt aber Hugo Duru nochmal. Wer ist da im Tor? Sieht aus wie Howard? Ich glaube nicht, ne? Nächster Eck bei Koopmeiners. Lienhardt ist da. Ach, Milinkovic-Savic. Okay, ja gut. Jetzt, wo ich den Namen lese, da passt auch das Gesicht zu und der Bart und so weiter und so fort. So, Bologna kommt nochmal über Reinders. Oh, in der Mitte. Demetrio kommt nicht ran und Santos darf sich auch nochmal auszeichnen. Wolfsburg verliert bei Manchester City. 4:1. Gut, ein Glück haben wir Manchester City nicht bekommen. Aber dafür halt Barcelona. Mal gucken, was sie für eine Truppe haben jetzt mittlerweile in 2000... Was haben wir hier? 27 oder 28? Wird auch sehr, sehr interessant zu sehen sein. Und jetzt gibt es doch noch ein zweites Gegentor. Weil wir den Ball auch da wieder nicht wegkriegen. Und Santos, das hat er... Gegen wen hat er das denn gehabt? Gegen Gladbach, wo er auch so einen Ball ganz einfach hat durchgehen lassen. Also der war auch haltbar für mich. Ehrlich gesagt. Gut, Baumann hätte den wahrscheinlich gehalten, aber... Fabian, BB. 16, 17 Meter. Den hätte er auch haben können. Er war jetzt nicht so platziert, ehrlich gesagt. Er kam viel zu zentral. Nun gut, also Bologna stellt dann doch auf 2:5. Wie gesagt, das ist... So wie das Spiel gelaufen ist, eigentlich nicht richtig. Aber egal. Ob richtig oder falsch, danach geht's nicht. Wir werden auf jeden Fall dieses Spiel gewinnen. 5:2, 5:3. Also 5:3, das sähe ja so aus, als wäre das Spiel knapp gewesen. Achtung, Bologna kommt nochmal. Tatsächlich mit der nächsten Chance. Obando und Santos. Die letzte Aktion gehört also Bologna. Also 5:2 am Ende. Sehr, sehr dominant trotzdem, obwohl jetzt die letzten Minuten ein bisschen... ja, dahin getröpfelt sind. Aber auch irgendwo verständlich. Von daher, wir starten mit dem Sieg in die Champions League. Stehen auf jeden Fall oben mit dabei. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz klar zu sagen. Und dann darf es auch gerne jetzt in der Liga so weitergehen. So, hier sehen wir also, Dortmund verliert, Wolfsburg verliert. Also bislang die deutschen Mannschaften nicht so erfolgreich. Wir halten da die Fahne so ein bisschen hoch. Schauen wir gleich auf die Champions League Tabelle einmal. Jetzt geht's gegen Bremen. Die sind nicht so gut reingestartet. Die sind 16. Wir sind Tabellenführer. Also deutscher Meister. Stand jetzt, wenn die Saison abgebrochen werden würde. Gut, jetzt sind wir Zweiter. Wir gucken kurz auf den Gegner, dann gucken wir auf die Champions League Tabelle. Wen hat Bremen? Die haben jetzt 2 Spiele verloren. Ach, Tuta immer noch. Der Abwehrchef in der Zentrale. Da haben sie Navigator, der spielt hier in-game mehr als in Realität wahrscheinlich. Dann vorne Jinma, ja, da müssen wir ein Auge drauf werfen. Dann haben sie Duxner auf der Bank, Jens Stay, stark. Ja, auf dem Papier eigentlich ein Gegner, den wir auch schlagen müssen. Ne? Wir haben jetzt wirklich 4 gute Spiele gemacht. Nicht immer spielerisch geglänzt, aber egal, wir haben die Ergebnisse eingefahren. Das ist erstmal die Hauptsache. So, ins Büro. Jetzt ist Leipzig Erster, die dürfen nicht nochmal Meister werden. Die sind letzte Saison schon am letzten Spieltag Meister geworden, ne? Da hat es sich der BVB noch nehmen lassen. So, Münster haben die auch schon gespielt, da gucke ich natürlich auch mal gerne drauf. Haben zu Hause gegen Dortmund verloren. Und davor, bei Union gewonnen. Also, Münster ist auch im Soll. Finde ich gut. Jetzt gucken wir mal auf die erste Champions League Tabelle. Wir sind Zweiter. Gut, Real hat dann 4:0 gewonnen. Wir haben halt durch das zweite Gegentor. Aber egal, Hauptsache wir kommen weiter. Unter die ersten 8 wäre super. Guck mal, zum Beispiel AEK Athen, die haben da auch nichts verloren. Die sind 5. Die haben halt ihr erstes Spiel gewonnen. Barca hat gewonnen, Arsenal, der AC Mailand, okay. Ist halt nach dem ersten Spiel, da kannst du auch nicht viel zu sagen. Liverpool, Atletico, PSG, die werden halt auch noch ihre Spiele gewinnen. Juve ist 25. Die Bayern haben auch ihr erstes Spiel verloren. 31. Gegen wen haben die denn verloren? Die haben, gegen die AC Mailand verloren. Gut, gegen die spielen wir auch noch. Wolfsburg ist letzter, Braga ist letzter. Braga auch unter anderem ein Gegner, auf den wir noch treffen. Barca und Amsterdam haben auch schon gegeneinander gespielt. Also wir haben jetzt viel vor. Wie gesagt, Transferfenster ist jetzt zu. Nächstes Spiel gegen Bremen zu Hause. Hoffentlich geht es da genauso locker leicht wie gegen Bologna. Wäre auch ganz schön. Macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.